Pandemie-Retrospektiven. Chinas Rolle bei der Ausbreitung von Covid-19 und gewonnene Erkenntnisse. Covid-19 begann in Wuhan, China. 1. Während der wahre Ursprung von Covid-19 immer noch umstritten ist, geht man davon aus, dass im 20. Jahrhundert mehrere Krankheiten, darunter Ebola, MERS und SARS, von Fledermäusen stammen. 1. Wie diese Krankheiten hat auch das Coronavirus seinen Ursprung in der Regel in Tieren und vermehrt sich in ihnen, kann sich aber auch ohne Wirt vermehren. 1. Das Coronavirus entwickelt sich ständig zu neueren, heimlicheren Stämmen, die uns auch dann infizieren können, wenn wir uns vollständig von anderen Stämmen erholt haben. Die Menschheit kann mehr als einmal erneut infiziert werden, unabhängig davon, ob sie andere Stränge des Coronavirus überwunden hat. 1. Menschen und wilde Tiere auf engstem Raum halten. China gehört zu den bevölkerungsreichsten Ländern der Welt. Es wird angenommen, dass der erste Ausbruch von Covid-19 von einem Nassmarkt ausging, auf dem Tiere zum Verzehr verkauft wurden. 1. Bei diesen Nassmärkten handelt es sich um Einrichtungen, die für den Handel mit Wildtieren genutzt werden, die alle auf engstem Raum gehalten werden. 1. Die Hygiene auf diesen Märkten und die Trennung dieser virusübertragenden Tiere können die Ausbreitung von Viren in der modernen Welt verringern. Niemand ist vor Covid-19 sicher. Die spanische Grippe von 1918 war so tödlich, weil sie selbst die Gesunden befiel und sich leicht ausbreitete und tödlich endete. 1. Ähnlich wie bei Covid-19 war niemand vor Covid-19 sicher. Covid-19 und andere Coronaviren infizieren sowohl Gesunde als auch Ungesunde. Wir alle müssen widerstandsfähig, informiert und proaktiv bleiben, um Maßnahmen zur Abmilderung der Auswirkungen und zur Eindämmung ihrer Ausbreitung zu ergreifen. Verbessern Sie die globale Wirksamkeit im Kampf gegen Pandemien. Um die globale Wirksamkeit gegen Pandemien wie Covid-19 zu verbessern, insbesondere unsere weltweiten Regierungen und Organisationen, man sollte die Lehren aus der Geschichte Chinas, der USA und der Weltgeschichte berücksichtigen. Lebensbedingungen und Hygiene verbessern. Wenn wir die Lebensbedingungen und die Hygiene weltweit verbessern, wird die Ausbreitung von Infektionskrankheiten verhindert. Wie in meinen anderen Artikeln beschrieben, durch eine geringere Viruslast bei diesen Krankheiten, wir geben unserem Körper die Fähigkeit, Krankheiten besser zu bekämpfen. Deshalb sollten wir unsere Standards verbessern und unsere Hygiene verbessern. Auf diese Weise können wir sowohl die Ausbreitung von Krankheiten verhindern als auch systematische tödliche Folgen in unserem eigenen Körper verhindern. Die Menschheit sollte sich weltweit darum bemühen, den Zugang zu sauberem Wasser, angemessenen Sanitäranlagen, desinfizierenden Reinigungsmitteln sowie Hygieneprodukten und Einrichtungen zu verbessern.
Weltweit muss die Menschheit mehr Informationen und Forschungsergebnisse austauschen, um bessere Maßnahmen aller zu fördern, auch uninformierte Entwicklungsländer einzubeziehen. Durch die Weitergabe dieser Informationen kann die Menschheit die Hygienepraktiken verbessern und weltweit bessere Lebensbedingungen im Rahmen lokaler Vorschriften und Standards gewährleisten. Aufklärungskampagnen und Community-Outreach-Programme sollten ein wichtiger Bestandteil sein, um hier die wirksamsten globalen Veränderungen sicherzustellen. Wir brauchen systematische Veränderungen in unserem Lebensstil, die von unseren Regierungen unterstützt und durchgesetzt werden. Unsere Regierungen sollten uns schützen. Schützen sie unsere Gesundheit und Sicherheit. Warum zahlen wir sonst Steuern? Viren verbreiten sich asymptomatisch. Da sich Viren asymptomatisch verbreiten, ist es wichtig, sich unter Quarantäne zu stellen, Masken zu tragen und sich von anderen zu distanzieren, unabhängig davon, ob bei ihnen Symptome auftreten. Kontrollieren Sie die Bevölkerungsdichte in Flughäfen und städtischen Gebieten. Flughäfen sind riesige Knotenpunkte, an denen eine Vielzahl von Menschen auf der ganzen Welt zusammenkommen und dann Krankheiten mit unkontrollierbarer Geschwindigkeit verbreiten. Um die Ausbreitung von Krankheiten möglichst wirksam zu kontrollieren, müssen Regierungen und Organisationen die Maßnahmen auf unseren Flughäfen wirksamer regulieren und durchsetzen, sondern auch innerhalb unserer städtischen Gebiete. Um die Bevölkerungsdichte auf Flughäfen und städtischen Gebieten zu kontrollieren, sollte die Menschheit die Anzahl der auf Flügen zugelassenen Passagiere begrenzen. In der Zeit von Covid-19 war ich von meinen Erfahrungen auf Flügen der American Airline verblüfft, denn wenn all diese Menschen an Covid-19 sterben, das Unternehmen verkaufte und besetzte jeden einzelnen Sitzplatz auf dem Flug. Das ist höchst unethisch, denn als Unternehmen waren ihnen ihre wirtschaftlichen Gewinne wichtiger als das Leben der Kunden, denen sie dienten. Abbildung: Unsplash. Stattdessen sollten Unternehmen nur jeden zweiten Sitz besetzen. Diese Maßnahme sollte durch Vorschriften umgesetzt werden, die von den Regierungen in besorgniserregenden Zeiten durchgesetzt werden. Wenn die CDC und die WHO Länder und Regionen als einem erhöhten Risiko kennzeichnen, diese Regelungen sollten automatisch umgesetzt werden. Alle Fluggesellschaften weltweit sollten eine solche Regelung umsetzen, um in besorgniserregenden Zeiten sichereres Reisen und eine geringere Verbreitung von Krankheiten zu gewährleisten. Abbildung: Pinterest. Die Abstände zwischen den Sitzplätzen in öffentlichen Verkehrsmitteln sollten durch Gesetze und Verordnungen vorgeschrieben werden. Ebenso sollte es Gesetze und Verordnungen geben, die eine Reduzierung der maximalen Bewohnbarkeitsanforderungen für Gewerbegebäude um einen bestimmten Prozentsatz vorschreiben. Dies würde beispielsweise gesetzlich bedeuten,
dass nur eine bestimmte Anzahl von Menschen den örtlichen Walmart betreten darf, wenn wir uns in diesem erhöhten Risikostatus befinden. Für bestimmte Länder gelten zwar Kapazitätsgrenzen und Beschränkungen für Flugzeuge, öffentliche Verkehrsmittel und Gewerbegebäude, dies sollte weltweit umgesetzt werden. Die Anforderungen an die soziale Distanzierung an öffentlichen Orten sollten verstärkt und sorgfältig überwacht werden. Denn Prävention ist die beste Lösung. Soziale Distanzierung hat den größten Einfluss auf die Verbesserung der Ergebnisse. Bei der Beschäftigung sollten die Arbeitspläne zeitlich versetzt sein und sichergestellt werden, dass die Schreibtische nicht gemeinsam genutzt werden. Für bestimmte Berufe sollte die Möglichkeit der Fernarbeit gesetzlich vorgeschrieben sein. Insgesamt sollten wir alle in Zeiten erhöhten Risikos die Bevölkerungsdichte in unseren Transportsystemen und in städtischen Gebieten weltweit reduzieren. Abbildung: Healthy Place. Handeln Sie proaktiv, auch wenn nicht alle Fakten bekannt sind. Es ist wichtig, dass unsere Führungskräfte fundierte Entscheidungen treffen. Aber unsere Führungskräfte sollten es nicht versäumen, Maßnahmen zu ergreifen, wenn sich Untätigkeit auf Leben und Tod von Millionen Menschen auswirkt. Es ist wichtig, Maßnahmen proaktiv umzusetzen, auch wenn möglicherweise nicht alle Fakten bekannt sind. Um die Ausbreitung von Infektionskrankheiten zu verhindern, ist Handeln wichtig. Die Menschheit kennt einfache Maßnahmen, die Leben retten können. Die Menschheit sollte diese bekannten Maßnahmen schnell proaktiv umsetzen, um bekannten Risiken für Gesundheit und Sicherheit entgegenzuwirken. Zu den proaktiven Maßnahmen gehört die Umsetzung von Reaktionsmaßnahmen bei gleichzeitiger Verbesserung der Verbreitung von Präventionsmaßnahmen. Maßnahmen sollten umfassen: Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung und medizinischem Pflegebedarf. Skalierung und Wachstum medizinischer Versorgungseinrichtungen und Ressourcen im ganzen Land. Verbessern Sie die Datenberichterstattung, verbessern Sie die Datenverfolgung, verbessern Sie die Überwachung von Trends und erhöhen Sie die Durchsetzung von Maßnahmen. Transparente Kommunikation sollte mit der Öffentlichkeit geteilt werden. Frühzeitige Umsetzung von Kontaktverfolgung, Quarantäne und Reisebeschränkungen. Abbildung: Healthy Place. Gewinnen Sie Zeit für die Mitarbeiter im Gesundheitswesen, um sie einzusetzen, zu mobilisieren und für die Pflege zu sorgen. In den frühen Stadien eines Krankheitsausbruchs ist es von entscheidender Bedeutung, den Mitarbeitern des Gesundheitswesens Zeit für den Einsatz, die Mobilisierung und die Bereitstellung von Pflege zu verschaffen. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Kapazitäten unserer Gesundheitseinrichtungen für die Versorgung zu erhöhen. Es ist von entscheidender Bedeutung, die für die Pflege verfügbaren Ressourcen zu erhöhen, beispielsweise durch die Verteilung von Personal, Krankenhausbetten, Beatmungsgeräten,
Impfstoffen, Medikamenten und persönlicher Schutzausrüstung an unsere Gesundheitseinrichtungen. Maßnahmen zur Rekrutierung und Ausbildung von Gesundheitspersonal sollten frühzeitig umgesetzt werden. Die Kurse sollten online verfügbar sein. Für Freiwillige, die sich zertifizieren lassen und ihre Qualifikationen verbessern möchten, sollten Prämien bereitgestellt werden. Schulung und Rekrutierung brauchen Zeit. Der Bau von Anlagen braucht Zeit. Bauen Sie die Gesundheitsbranche frühzeitig aus, pflegen Sie die Branche und setzen Sie Freiwillige ein. Durch Covid-19 waren unsere Gesundheitsbranche und unser Personal geschwächt. Landesweit sollten Einrichtungen und Personal gewartet werden und in Zeiten erhöhter Risiken auf Abruf verfügbar sein. Mit der ersten Erkennung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken, die innerhalb des Landes beginnen, es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um die Gesundheitsbranche frühzeitig auszubauen, sie zu erhalten und Freiwillige einzusetzen, um den Bedürfnissen des Landes in einer potenziellen Krise der öffentlichen Gesundheit bestmöglich gerecht zu werden. Regierungen sollten die Mittel für die Forschung und Entwicklung von Impfstoffen und Behandlungen erhöhen, die Verteilung von Hilfsgütern und Ressourcen ausweiten, den Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle erweitern, die Freiwilligenarbeit verstärken und die Dienstleistungen für die Gemeinschaft verbessern. Verwalten Sie Ergebnisse und verlängern Sie das Leben, damit der Körper mehr Zeit zum Kämpfen hat. Bei jeder Krankheit sollte man die Viruslast oder die Menge der Keime im Körper minimieren, um Ihrem Körper mehr Zeit zum Kampf zu geben und die Überlastung Ihres Körpers durch das Virus zu verringern. Dies kann erreicht werden, indem eine vorbildliche Hygiene aufrechterhalten wird, die Folgendes umfasst: Duschen bei der Ankunft zu Hause und beim Aufwachen oder Schlafen insgesamt mindestens 2-mal pro Tag, Spülen der Augen mit Augentropfen, häufiges Händewaschen, Reinigen des Naseninhalts, Tragen von Masken und Handschuhen, Sterilisieren mit Alkohol basierte Produkte. Achten Sie auf einen gesunden Lebensstil, der Bewegung, eine ausgewogene Ernährung und die Vermeidung riskanter Verhaltensweisen umfasst. Die beste Vorbeugung kann auch eine frühzeitige Erkennung bedeuten. Seien Sie sich also möglicher Symptome bewusst und lassen Sie sich frühzeitig und häufig testen. Am besten bequem von zu Hause aus. Wir alle sollten einfach unser Bestes geben. Wir sollten mit Intensität kämpfen. Mit jedem Tag, den wir leben, sind statistisch gesehen Ihre Überlebenschancen besser. Stellen Sie sicher, dass Sie alles tun, was Sie können, und wenden Sie sich an medizinisches Fachpersonal, um die Ergebnisse zu steuern und Ihre Fähigkeit zu verbessern, bessere Ergebnisse zu erzielen. Informieren Sie sich unbedingt bei einem professionellen medizinischen Dienstleister über Hospizpflege oder andere für Sie verfügbare Programme. Verbessern Sie die moderne Medizin.
Die Gesellschaft sollte danach streben, die moderne Medizin weiterzuentwickeln durch erweiterte Tests, fortgeschrittene Behandlungen, fortschrittliche Medikamente, Impfstoffe und Booster, fortgeschrittene Technologie, erweiterte Einrichtungen, verstärkte medizinische Forschung, verbesserte medizinische Ausbildungsprogramme. Fördern Sie Zusammenarbeit und Partnerschaften. Transparenz von Regierung und Organisation über Todesfälle, Lieferungen und wissenschaftliche Forschung. Transparenz und Rechenschaftspflicht sind entscheidende Bestandteile einer effektiven Gesundheitsversorgung innerhalb eines Landes. Für den SARS-CoV-Ausbruch 2003 mit Lungenentzündung und Symptomen im Zusammenhang mit hohem Fieber, die chinesische Regierung hat wirkungslos gehandelt, Informationen zurückgehalten und so weiter. 1. Dies führte landesweit und international zu einem Anstieg der Todesfälle. 1. Reisebeschränkungen wurden in China nicht schnell genug umgesetzt. 1. Quarantäne, Reiseverbote und Behandlungen wurden nicht schnell genug umgesetzt. 1. Um die Ergebnisse zu verbessern, sind Transparenz und Informationsaustausch erforderlich. Wir alle können nur dann fundierte Entscheidungen treffen, wenn wir tatsächlich informiert sind. Wenn wir die Zahl der tatsächlichen Todesfälle kennen, sind wir eher in der Lage, ausreichende Maßnahmen zu ergreifen, um diese Todesfälle zu reduzieren. In Zeiten gesundheitlicher Probleme sollte sich die Gesellschaft darüber im Klaren sein, es wird immer zu Verzögerungen oder Verzögerungen bei Daten und Forschung kommen. Deshalb ist es für die Gesellschaft sehr wichtig, schnell zu handeln. Die Daten sind möglicherweise einfach schlechter als wir denken, einfach weil der Datenaustausch Zeit braucht. Daten, die wir heute erhalten, basieren immer auf alten Daten. Die Frage ist nur, wie alt sind diese Daten? Wenn die Gesellschaft informiert ist, kann sie Ressourcen und Forschung effektiver zusammenstellen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Indem wir informiert sind, können wir medizinische Fehler oder unbegründete Maßnahmen zur Abhilfe abmildern. Aus diesem Grund müssen wir bei allen Entscheidungen, die wir treffen, immer Informationen prüfen und die Vor- und Nachteile abwägen. Datenverfolgung, Freigabe und Überwachung. Das Sammeln und Analysieren von Daten ist für das Verständnis und die Bekämpfung von Problemen im Bereich der öffentlichen Gesundheit von entscheidender Bedeutung. Daher ist es für Behörden wichtig, die Ausbreitung von Krankheiten zu verfolgen, Ausbrüche frühzeitig zu erkennen und die Wirksamkeit von Maßnahmen zu bewerten. Während die Privatsphäre des Einzelnen wichtig ist, ist es wichtig, dass wir aus dem Leben anderer lernen, aber diese Informationen einfach als spezifisch für eine Jane Doe identifizieren. Die tatsächlichen Zahlen der Infizierten sollten der Gesellschaft genau gemeldet werden, um bessere Präventions-
und Reaktionsmaßnahmen für alle zu ermöglichen. Setzen Sie Reiseverbote und Beschränkungen frühzeitig um. Beschränkungen und Reiseverbote verlangsamen die Ausbreitung von Krankheiten in unserer Reisebranche, indem sie die Exposition der Infizierten verringern. Daher sollten wir sie frühzeitig umsetzen und in Zeiten mit hohem Risiko kontinuierlich durchsetzen. Führen Sie häusliche Pflege und Tests durch. Tests ermöglichen es uns, unsere ergriffenen Reaktionsmaßnahmen zu verbessern, und wenn wir die Tests von zu Hause aus durchführen, wir vermeiden eine Überlastung unserer medizinischen Fachkräfte in unseren Einrichtungen und reduzieren gleichzeitig die Anfälligkeit für eine erneute Ausbreitung der Krankheit auf uns selbst durch andere und umgekehrt. Die Genauigkeit der Tests zu Hause und die Wirksamkeit der häuslichen Pflege sollten bei jeder Epidemie wichtig sein. Erzwingen Sie Impfungen und Auffrischungsimpfungen bei den empfindlichsten Personen. Impfungen sind sehr wirksam, wenn es darum geht, die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern und die Ergebnisse für die Infizierten zu verbessern. Booster helfen Ihrem Körper, ihre Immunität und Antikörper aufrechtzuerhalten, die ihnen bei der Bekämpfung der Krankheit helfen. Es ist wichtig, dass wir uns alle impfen lassen, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen, aber auch, um die Todesfälle zu verringern, die heute weltweit immer noch auftreten. Die oben beschriebenen Maßnahmen basieren auf den Maßnahmen der USA gegen Covid-19 und werden alle in den folgenden Artikeln beschrieben. Pandemie-Retrospektiven, Analyse früherer Covid-19 Daten im Vergleich zu WHO-Daten heute. Vor einigen Jahren, mit dem Aufkommen von Covid-19, schloss ich mich der Facebook-Gruppe des Survivor Corps an und erfuhr aus erster Hand, was Medium.com. Pandemie-Retrospektiven, Bekämpfung von Covid-19 durch Forschung und Datenanalyse. Im Leben träumt jeder von einem gesunden, langen Leben. In der gesamten Gesellschaft hat die Menschheit gegen Krankheiten gekämpft. Wenn du Rückblick auf die Pandemie, die weltweiten Auswirkungen von Covid-19 sind auch heute noch spürbar. Wenn es um Covid-19 geht, werden Sie vielleicht überrascht sein, dass die USA das am stärksten betroffene Land mit den höchsten Statistiken für Todesfälle sind. Für ein lustiges Video über soziales Distanzen, Kasse. Evelyn Paria Covid Social Distancing. Ich danke Ihnen allen, dass Sie sich diesem Video angeschlossen haben. Abonnieren Sie unbedingt die hier gezeigten Videos und klicken Sie darauf, um weitere Videos anzusehen, die Ihr Leben auf ein höheres Niveau bringen.